Heute gibt es das erste Video von 2 neuen Reihen hier auf YouTube und TikTok. Da beides visuelle Medien sind, möchte ich euch bekannte Fotos und Reden aus der NS-Zeit vorstellen. Und für alle, die sich schon immer gefragt haben, warum gerade dieses Bild oder diese Rede so oft in Dokus und Beiträgen über die NS-Zeit verwendet wird, etwas Kontext liefern. Auch wenn die Nazis schon Film und Fernsehen nutzten, ist es leider sehr schwer, wegen der Lizenzen Videomaterial zu benutzen. Und da ich kein eigenes Studio oder Geld für Lizenzen habe, werde ich mich auf Fotos von Wikimedia Commons stützen. Ich bin alle Einträge zwischen 1933 und 1945 durchgegangen und habe, hoffe ich, mit Hilfe von Gemini einen schönen Querschnitt erstellt. Ich werde euch sowohl Propagandabilder und Reden als auch mehr oder minder heimlich aufgenommene Bilder der Opfer des NS-Terrors vorstellen. Und natürlich sind auch einige Dokumente der Alliierten dabei, die die NS-Verbrechen für spätere Prozesse dokumentiert haben. Und da Bilder mehr als 1000 Worte sagen, fangen wir jetzt mit dem ersten Bild an. Für die, die es nicht wissen, was meint ihr, haben diese verschiedenfarbige Dreiecke zu bedeuten? Diese Winkel kennzeichneten die verschiedenen Gruppen von Menschen, die in die Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis deportiert wurden. Sie dienten 3 Zwecken. Zum einen schlicht der Kennzeichnung, denn so war auf einen Blick klar, mit welcher Art von Gefangenen man es zu tun hatte. Ein politischer Gegner trug einen roten Winkel, ein mehrfach vorbestrafter Krimineller einen grünen Winkel. Homosexuelle einen rosa Winkel, Asoziale bzw. Sinti und Roma einen schwarzen Winkel. Später bekamen die Zigeuner einen eigenen braunen Winkel, Bibelforscher bzw. Zeugen Jehovas einen lila Winkel und schließlich die Juden einen gelben Winkel, der wie ein Davidstern aussah. Zweitens entzog man den Häftlingen so ihre persönliche Identität, genauso wie mit der Praxis, sie mit ihrer Häftlingsnummer und nicht mit ihrem Namen anzusprechen. Drittens, schließlich konnte so auch eine Hierarchie unter den Häftlingen aufgebaut werden, bei der Jüdinnen und Juden auf der untersten Stufe und politische Häftlinge auf der höchsten Stufe standen. Das erstickte Solidarität über die einzelnen Häftlingsgruppen hinweg und verringerte das Potenzial für Widerstandsaktionen, denn es fragmentierte die große Masse der Häftlinge in kleine Gruppen, die gegeneinander um Essen, bessere Arbeitsbedingungen etc. konkurrierten. Die Kennzeichnung der verschiedenen Häftlingsgruppen wurde 1937/38 eingeführt und markierte eine Professionalisierung der Konzentrationslager. Nach dem Kriegsausbruch 1939 wurde das Kennzeichnungssystem komplexer, indem ausländische Häftlinge zusätzlich mit einem Buchstaben wie P für Pole oder F für Franzosen gekennzeichnet wurden. Die einzelnen Winkel konnten auch kombiniert werden. Ein jüdischer politischer Häftling und Pole trug zum Beispiel einen gelb-roten Winkel mit dem Buchstaben P. Ein Berufsverbrecher und Homosexueller erhielt einen grün-rosa Winkel und so weiter. 2 Häftlingsgruppen waren besonderen Repressalien ausgesetzt, die Juden natürlich und die Homosexuellen. Juden wurden von den SS-Wachmannschaften der brutalsten Behandlung unterzogen, hatten die wenigsten Rechte und geringsten Überlebenschancen, denn das ganze Lagersystem war darauf ausgerichtet, ihren Tod zu beschleunigen, wenn sie nicht schon bei der Ankunft ermordet wurden. Homosexuelle wurden gezielt oberhalb der Juden, also ganz unten in der Häftlingshierarchie, platziert. Sie wurden häufig den gefährlichsten Strafkompanien zugeteilt und mussten die härtesten Arbeiten verrichten. Sie waren auch den schwersten Misshandlungen durch die SS ausgesetzt. Ähnliche Folter und Schikanen mussten die Asozialen erdulden, denn auch unter ihnen waren Frauen und Männer, die nach Ansicht der NS-Ideologie einen unmoralischen Lebenswandel pflegten. Ob als Prostituierte oder Verheiratete, mit einem angeblich ungezügelten Sexualleben. Die Strafkompanien zeichneten sich durch besonders harte Bedingungen aus. Die Häftlinge erhielten hier weniger zu essen, hatten längere Arbeitszeiten und kürzere Pausen. Auch wurden sie häufig von den anderen Häftlingen isoliert, in speziellen Baracken, was zu ihrer Ausgrenzung beitrug. Die Winkel trugen zur Herausbildung von unterschiedlichen Schichten im Lager bei. Ähnlich wie in der normalen Gesellschaft außerhalb des Lagers gab es 3 Schichten. Eine Oberschicht, die sich aus deutschen politischen Häftlingen, meist Kommunisten und Sozialdemokraten, sowie Berufsverbrechern mit dem grünen Winkel rekrutierte. Absurderweise genossen diese Häftlinge durch ihre arische Abstammung höheres Ansehen bei der SS und wurden für privilegierte Positionen wie Capus bevorzugt herangezogen.
Sie konnten wiederum andere Häftlinge überwachen und bestrafen, die unter ihnen standen und hatten die größten Überlebenschancen. Die Mittelschicht bestand typischerweise aus Deutschen, die als asozial eingestuft wurden, und Zeugen Jehovas. Je nach Nationalität gehörte man zur oberen oder unteren Mittelschicht. Tschechen und Nord- und Westeuropäer standen über den Osteuropäern wie Polen, die als minderwertige Rassen angesehen wurden. Die Unterschicht innerhalb der Häftlingshierarchie bildeten Russen, Sinti und Roma, Homosexuelle und Juden. Sie hatten die geringsten Überlebenschancen und waren der brutalsten Behandlung durch SS und jenen Häftlingen, die über ihnen standen, ausgesetzt. Untersuchungen zeigen, dass nur knapp jeder zweite der etwa 700 homosexuellen Männer, die in Buchenwald und Mittelbau-Dora inhaftiert waren, das Lager überlebte. Sie wurden häufig den brutalsten Strafkompanien zugewiesen und zu tödlicher Arbeit in Steinbrüchen gezwungen. Andererseits konnten wirtschaftliche Interessen der SS, wenn ein Jude zum Beispiel über spezielle Fachkenntnisse verfügte, die Überlebenschancen deutlich verbessern. So wurden viele der überlebenden Jüdinnen und Juden in Lagerberufen eingesetzt, die keine anstrengende körperliche Arbeit erforderte, wie Schreibtätigkeiten, und sie arbeiteten meist in Innenräumen, waren also anders als die Außenkommandos nicht den Elementen ausgesetzt. Die SS förderte gezielt Rivalitäten und Feindseligkeiten unter den verschiedenen Häftlingsgruppen, indem sie manche für besondere administrative Funktionen heranzog, sei es als Blockältester, Capo oder Lagerschreiber. Diese Funktionen gaben den Häftlingen nicht nur Ansehen und Macht über ihre Mitgefangenen. Sie waren meist auch mit Privilegien verbunden. So arbeiteten Schreiber nicht im Freien und waren weniger Gefahren ausgesetzt, was ihre Überlebenschancen signifikant erhöhte. Blockälteste und Kapus konnten andere Häftlinge bestrafen und setzten die Ordnung und Vorschriften der Lagerleitung durch. Sie hatten die Macht, Häftlingen, die sie mochten, zu helfen, waren aber meist für ihre Brutalität und sexuelle Übergriffe berüchtigt. Auch nach dem Krieg hielten die verschiedenen Opfergruppen an den Kategorisierungen fest. So organisierten sich die politischen Häftlinge, Jüdinnen und Juden, in speziellen Komitees, und vielen Opfergruppen der untersten Stufen wie Asoziale, Kriminelle, Homosexuelle und Sinti und Roma wurde lange Zeit eine Anerkennung als Opfer des Nationalsozialismus verwehrt. Sie wurden in der Erinnerungskultur vernachlässigt, galten ihre Vergehen häufig noch als legitime Haftgründe. So wurde der Paragraph 175, nachdem Homosexuelle inhaftiert wurden, in der DDR erst 1968 gestrichen und in der Bundesrepublik sogar erst 1994. Noch erschreckender ist, wie lange manche Opfergruppen darauf warten mussten, auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Erst 2008 wurde in Berlin ein Denkmal für die verfolgten Homosexuellen eingeweiht, und der Verfolgung sexueller Minderheiten wurde erstmals 2023 am Holocaust-Gedenktag gedacht. Am bekanntesten dürfte vielen jedoch der Kampf der Sinti und Roma sein, denn auch sie wurden im Nachkriegsdeutschland oft als zu Recht verfolgte Gruppe von Asozialen angesehen, deren Verfolgung sich zum Teil bis in die Nachkriegszeit zog. Seit 1994 ist der 16. Dezember ein nationaler Gedenktag in Deutschland für die verfolgten Sinti und Roma. Und nach vielen Diskussionen wurde 2012 endlich ein Denkmal, das an ihr Leid erinnert, eingeweiht. 1997 wurde ein eigenes Dokumentations- und Kulturzentrum in Heidelberg geschaffen. Am längsten mussten aber die sogenannten Asozialen und Berufsverbrecher auf eine Anerkennung warten, die ihnen zum Teil heute noch verwehrt bleibt. Es besteht immer noch häufig die Meinung, dass jene Opfergruppe, die auch nach heutigem Maßstab in Gefängnissen inhaftiert würde, zu Recht im KZ gesessen hätte. In meinem Video über die Verhaftungsaktion vom Juni 1938 hatte ich ja mehrfach die Expertenkommission des Deutschen Bundestages zitiert, die sich dafür einsetzte, auch jene Opfergruppe offiziell als Opfer des Nationalsozialismus anzuerkennen. Das ist übrigens mehr als reine Kosmetik, denn eine offizielle Anerkennung geht meist auch mit dem Anspruch auf Entschädigungszahlungen einher, die jenen Opfern jahrelang verwehrt wurde. Nach der Befürwortung der Kommission wurde diese offizielle Anerkennung im Dezember 2020 ausgesprochen. Diese Beispiele zeigen, wie lange die Klassifizierung der Nazis noch nachlebten, sogar unter den Opfern selbst.
Die interne Spaltung innerhalb der Überlebendengemeinschaft weist auf den heimtückischen Erfolg der nationalsozialistischen Strategie hin, selbst unter den Verfolgten Uneinigkeit zu stiften. Hier noch ein ganz persönlicher Hinweis von mir. Ich finde es unerträglich, dass von Opfergruppen, die andere explizit ausgeschlossen haben, wie den politisch Verfolgten und den Juden, immer wieder von einem Nie wieder gesprochen wird, während andere Opfergruppen wie Homosexuelle, Asoziale und Zigeuner selbst in der Bundesrepublik fortwährender oder erneuter Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt waren und zum Teil noch sind. Es kann kein Nie wieder geben, wenn nicht das Leid jedes einzelnen Opfers kompromisslos anerkannt wird und die Mechanismen hinter der menschenverachtenden Ideologie der Nazis ohne Wenn und Aber aufgearbeitet werden.